Wisst ihr, wie ihr ein Vollkornbaguette nicht nur lecker, sondern auch fluffig hinbekommt? Wir arbeiten zuerst mal mit einem sogenannten Poulish. Das ist ein Vorteig. Dafür habe ich jetzt hier Roggenvollkornmehl. Das habe ich selber gemeint. Ihr könnt aber natürlich auch das gekaufte Mehl nehmen oder auch das Roggenvollkorn mit Dinkel oder auch Weizen austauschen. Und dazu habe ich mein Hefewasser gegeben. Das ist ein Backtriebmittel, das ich selber herstelle, wie auch den Wasserkefir, den könnt ihr auch dafür nehmen. Wer das nicht hat, nimmt einfach ein bisschen Wasser und muss dann später zum Hauptteig ein bisschen von der Frischhefe oder Trockenhefe hinzugeben. Hier auf meinem Kanal dreht sich rund um das natürliche Fermentieren und deswegen machen wir das alles selber. Ist nämlich super einfach und kann auch leicht in den Alltag integriert werden. Diesen Pulish gebe ich jetzt hier erstmal in meinen Gärautomaten, denn in meiner Küche ist es ein bisschen kalt und dann setze ich schon mal die Saaten an. Dafür habe ich gehackte Mandeln, Leinsamen, dann noch so ein paar geschälte Sesamsaaten und dazu, passend zu der Jahreszeit natürlich, Kürbiskerne. Und die werden jetzt mit Wasser aufgegossen. Und zwar ungefähr die doppelte Menge. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr das Video pausieren und euch einen Screenshot machen. So, das wird jetzt wie der Pulish über Nacht durchziehen und am nächsten Morgen guckt euch das an. Genauso muss das sein. Und dann, damit ein Vollkornbaguette noch mal richtig schön fluffig wird, haben wir hier Flohsamenschalen. Da machen wir jetzt noch kurz ein Quellstück draus. Kaltes Wasser kommt dazu, 10 Gramm Flohsamenschalen, 100 Gramm Wasser. Und die Flohsamenschalen binden jetzt dieses Wasser, damit dann das Baguette fluffiger und saftiger wird. Das ist sehr, sehr lecker und hilfreich. Dann habe ich hier Weizen-Vollkornmehl. Das hatte ich jetzt auch noch frisch gemahlen, hier in der Schüssel drinne. Auch hier könnt ihr die Mehle natürlich austauschen. Vielleicht wollt ihr ein reines Dinkelmehl verwenden, also sowohl für den Pulish als auch für den Hauptteig. Das ist völlig in Ordnung, das klappt natürlich. Dann gebe ich jetzt erstmal den Pulish hinein. Sollte es bei euch so sein, dass der über Nacht nicht aufgegangen ist, dann liegt es daran, dass es zu kalt ist. Dann einfach noch mal länger und wärmer stehen lassen, zum Beispiel im eingeschalteten Backofen mit eingeschaltetem Licht, oder ihr habt vielleicht auch so einen Gärautomaten wie ich, hier den kleinen von Brot und Taylor, der ist super für Sauerteige und solche Vorteile. Dann kommen die Saaten plus das Einweichwasser hinzu und dann noch 1 bis 2 Esslöffel Sauerteig. Wer den nicht hat, lässt ihn sonst auch weg. Ich mache das ganz gerne, weil dann das Baguette nicht nur schneller fertig ist, ihr habt auch noch mal 'ne größere Aromavielfalt in eurem Baguette. Dann noch das Quellstück und schon kann hier meine KitchenAid mit der Teigpeitsche von Rammershofen hier bestückt werden. Die ist super, um dann den Teig jetzt schön durchzukneten. Und das Wasser, was jetzt noch hinzukommen muss, das gebe ich jetzt hier gleich rechts, könnt ihr es sehen, so schlückchenweise hinzu. Ich habe ein bisschen jongliert. Ich wollte ursprünglich 250 bis 300 Milliliter hinzugeben. Aber ihr habt ja den Pulish, die eingeweichten Saaten und auch noch mal das Quellstück. Und das wäre zu weich geworden, dann hätte ich niemals Baguettes draus formen können. Meine Wassermenge findet ihr mit im Rezept. Es kann sein, dass ihr mehr oder weniger braucht. Schaut einfach, wie der Teig sich entwickelt. Salz ist noch nicht drin, absichtlich, denn jetzt machen wir erstmal eine Autolyse. Das heißt, wir lassen das Ganze abgedeckt 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur einfach so stehen. Dadurch kann das Glutengerüst sich noch mal viel besser entwickeln. So sieht das Ganze aus. Dann jetzt noch mal ein bisschen Salz hinzu und ich versuche in letzter Zeit da auch mehr drauf zu achten, dass kein extra Zucker mehr in die Teige kommt. Normalerweise habe ich hier immer noch mal so 1, 2 Teelöffel Zuckerrübensirup hinzugegeben oder vielleicht auch mal Honig. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber ich versuche einfach, die Ernährung noch besser und optimierter zu gestalten. Und es gibt ein paar Zuschauer, die dürfen keinen Zucker zu sich nehmen und da nehme ich natürlich auch gerne Rücksicht drauf. Und das ist quasi eine Win-Win-Situation. Und von daher testet das mal ruhig aus, ob euch das besser mit oder ohne schmeckt.
Den Teig habe ich kurz durchgeknetet, lasse ihn jetzt bei Zimmertemperatur stehen und schaut mal, der hat sich richtig gut entwickelt. Das sollte innerhalb von 3 bis 4 Stunden passieren. Tut sich da bei euch nichts, dann ist es auch zu kalt. Dann auch hier wieder in den Gärautomaten stellen oder in den Backofen mit eingeschaltetem Licht. Und guckt mal hier vom Teig, oben sieht man gar nichts. Also hätten wir den jetzt nicht in der Glasschüssel, könnte man gar nicht sehen, wie toll der sich entwickelt. Daher wirklich hier der Tipp, testet es mal aus, solche Teige immer in eine Glasschüssel zu geben, weil ihr dann immer gucken könnt, wie der sich entwickelt. Egal ob Anfänger oder Profi, ich finde das auch nach vielen Jahren immer noch am besten, das in der Glasschüssel gehen zu lassen. Ein bisschen Mehl habe ich jetzt auf die Arbeitsfläche gegeben, knete das noch durch. Ich hätte den Teig auch noch mal ein bisschen weicher machen können, aber er ist trotzdem richtig lecker geworden und mit der Festigkeit ist er auch wirklich bedienfreundlich. Es ist wirklich super einfach. Ich knete den jetzt nur einmal ganz kurz ein bisschen rund, damit ich ihn in 2 Teile teilen kann. Ich mache nämlich aus der Teigmenge 2 Baguettes. Selbstverständlich könnt ihr hier auch 3 oder 4 machen. Ich habe auch noch mal die Backzeiten in dem Rezept, was ihr zum Schluss habt, noch mal angezeigt, wie ihr das dann mit der kleineren Variante macht. So, bei den Saaten könnt ihr übrigens die natürlich auch austauschen. Ich habe mich ja für Mandeln, Sesamkerne, Leinsamen und Kürbiskerne entschieden. Falls ihr Sonnenblumenkerne lieber mögt oder andere Saaten zu Hause habt oder statt gehackten Mandeln lieber gehackte Walnüsse reingeben möchtet, tauscht es gerne aus. Das finde ich das Tolle. Ihr könnt das immer variieren, wenn ihr selber zu Hause backt. So, den Schluss, falls der noch nicht richtig zu ist, noch mal ordentlich verschließen. Das geht am besten, wenn da nicht zu viel Mehl drauf ist. Und dann forme ich mir den schon relativ dünn, also für meine Verhältnisse. Normalerweise habe ich den sonst immer dicker gemacht. Und dann gebe ich das Ganze gleich später in ein Baguetteblech. Es funktioniert aber auch ohne dieses Blech. Also ich drücke den Teig jetzt einfach hier so ein bisschen platt und drücke ihn dann von der einen Seite zur anderen, verschließe ihn dann hier mit meinen Daumen so ein bisschen, rolle ihn. So, dann verschließen sich die Enden eigentlich schon ganz gut und das, was sich noch nicht verschlossen hat, eben kurz mit den Fingern zuknipsen. So, und der Teig ist nicht richtig weich und feucht, aber so, dass es ausreicht, damit die Saaten gleich halten. Ich habe mich für die Außensaaten für die gleiche Mischung entschieden wie das, was ich drinne habe. Auch hier ist euch frei, hier das auch anders zu gestalten. Vielleicht noch ein paar Haferflocken mit hinzu. Ich finde das wirklich richtig schön. Die selbstgemachten Baguettes sind einfach ein Traum. Und jeder, der das schon mal ausprobiert hat, der weiß, wovon ich rede. Dieses Baguetteblech hilft übrigens noch mal enorm und ich mehle das noch mal sicherheitshalber ein. Und falls ihr die Herausforderung habt bei so einem Baguetteblech, dass das manchmal so klebt und sich nicht richtig löst, dann lasst das Baguette einfach noch mal in dieser Form stehen und wenn es abkühlt, lässt es sich eigentlich tatsächlich ganz einfach draus lösen. Hier mit den Saaten heute hatte ich da überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Das hat richtig gut geklappt. Die haben sich toll gelöst. Also im schlimmsten Fall macht ihr halt immer Saatenbaguettes. Die klappen in jedem Fall. Das Equipment, das ich nutze, das verlinke ich euch selbstverständlich. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas ist unklar, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Und wenn es da wirklich mal unter den Nägeln brennt, dann schaut euch noch mal eben die YouTube-Mitgliedschaft an, denn damit geht es viel schneller, dass ihr eine Antwort bekommt. Ansonsten beeile ich mich natürlich, aber neben Vollzeitjob ist es natürlich eine Herausforderung, wenn man auch noch Familie hat. Die Baguettes habe ich jetzt noch mal 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur einfach stehen gelassen und erst dann einschneiden und dann gehen sie in den heißen Backofen. Ich backe in dem Stillstern-Mini-Backofen, den muss ich gar nicht vorheizen. Und wer auf Nummer sicher gehen will, schneidet das noch mal ein zweites Mal ein, aber eigentlich reicht das, wenn ihr wirklich einmal ordentlich tief reinschneidet.
Wasser nicht vergessen, das heißt, entweder dampft ihr es mit einer Schüssel Wasser, die unten im Backofen steht, oder besprüht es dann hier einmal mit dem Wassersprüher, so mache ich das ganz gerne. Die fertigen Baguettes habe ich dann wirklich ordentlich auskühlen lassen auf einem Gitter. Und ihr seht im Hintergrund, der Gärautomat darf schon wieder mir helfen mit den Teigen. Und so schön sieht das aus. Das ist wahnsinnig weich, fluffig und aber auch noch saftig. Also wirklich fantastisch. Nichts Schlimmeres als ein trockenes Baguette. Von daher sehen wir uns dann in diesen Videos wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch viele liebe Grüße. Eure Emma.